Hallo Freunde des gepflegten Ladespaßes und herzlich willkommen bei Speicher elektrisiert. Ihr seht das Eis hier. Wir sind oben auf der Passhöhe vom Lukmania-Pass auf 1920 Meter. Und hier machen wir ein richtig schönes Rekuperationsvideo. Wir fahren auf der einen Seite logischerweise den Pass hoch und auf der anderen Seite runter und schauen einfach mal, was das an Energie frisst und an Energie zurückgewinnt. Auf geht's! Der Lukmania-Pass ist einer der ältesten Pässe hier in der Schweiz, stammt auch aus der Römerzeit und sicherlich einer der am wenigsten befahrenen Pässe. Er ist übrigens der einzige Pass der Schweiz in Nord-Süd-Richtung betrachtet unter 2000 Meter Höhe. Höchster Punkt ist 1970 Meter. Wir fahren jetzt von der Surselva hoch auf den Pass. Auf dieser Rampe ist die kürzere Strecke mit ungefähr 17 Kilometern und 900 Höhenmetern. Und dann geht es eben auf der anderen Seite runter Richtung Tessin ins Bleniotal. Da werden wir ungefähr 1100 Höhenmeter wieder abbauen. Wir stehen mit 52% SOC gemäß Display in Disentis Muster. Das heißt, wir fahren von hier jetzt auf den Lukmania-Pass hoch. Hier die Daten aus dem Car-Scanner, 54% BMS-Wert und wir haben eine 12 Grad warme Batterie. Viel wichtiger sind die 37.950 Wattstunden. Wir schauen einfach, was nachher oben auf dem Pass noch übrig ist. Oben auf dem Pass sind aus 52% 38% geworden. Und das für gerade mal 17 Kilometer. Schauen wir natürlich auf den Car-Scanner noch drauf, sehen wir sind jetzt auf 1923 Metern, 42% SOC laut BMS und wir sind bei 28.525 Wattstunden. Das heißt, wir haben ca. 10 Kilowatt hier hoch verfahren. Das ist natürlich schon ein rechter Verbrauch. Wir sind aber auch eben 900 Höhenmeter hochgefahren und das darf man einfach nicht unterschätzen. Das sind 900 Meter potenzielle Energie oder kinetische Energie, die ich jetzt beim Herabfahren wieder in Strom umwandeln kann. Natürlich gewinne ich nicht die gesamte Energie zurück, die ich verbraucht habe. Auch dazu habe ich ja entsprechend schon ein Video gemacht, verlinke ich dir auch noch mal hier oben. Doch ich kann mir relativ viel auf so einer Passstraße zurückholen. Dabei darf man halt einfach nicht vergessen, wir haben natürlich Verluste im System bei der Energieumwandlung, die gleichen, die wir auch beim Fahren haben, bis die Energie in Bewegungsenergie umgewandelt wurde. Doch lassen wir uns mal überraschen, wie viel am Ende, wenn wir jetzt die 1100 Höhenmeter hier runterfahren, wieder zurück in den Akku gewonnen werden können. Am Ende vom Lukmania-Pass in Olivona angekommen, sind wir bei 42%. 4% laut Anzeige zurückgewonnen. Blicken wir auf den Car-Scanner, sehen wir knapp 32.000 Wattstunden. Ich bin allerdings hier einen kleinen Berg hochgefahren, um an diesen Ort hier zu kommen, wo ich drehen kann. Obwohl es hier hinter mir eine Ladesäule hat mit 22 kW, spannend, dass sie auch Typ 1 Stecker hier haben, bin ich nicht hier hingefahren, um aufzuladen. Denn ihr habt ja gerade gesehen, wir haben ungefähr 4 Kilowattstunden zurückgewonnen aus den knapp 1000 Höhenmetern. 10 Kilowattstunden haben wir ungefähr gebraucht, um hochzufahren. Das ist dann irgendwo 40% der Energie zurückgewonnen. Jetzt ist der ein oder andere vielleicht ein bisschen enttäuscht. Nur 40%? Nun, das liegt zum Teil aber auch an diesem Pass, denn die Rampe in den Süden, die ist 20 Kilometer lang und weit weniger steil als die Rampe im Norden. Das heißt, ihr könnt
dementsprechend etwas weniger nur rekuperieren. Bei anderen Pässen, und so einen machen wir sicher auch mal in einem Video, kommt ihr tatsächlich auf Werte bis 60%. Nur 40% Energierückgewinnung ist besser als 0, also als alles mit mechanischen Bremsen in Wärme verwandeln. Insofern zeigt das sehr gut, wie wichtig und angenehm Rekuperation ist. Und ich bin von dem Ergebnis alles andere als enttäuscht, weil ich habe 42% immer noch in meinem roten Flitzer. Wir fahren jetzt dementsprechend weiter, denn wir machen jetzt Ferien im Tessin. Aber in diesem Video geht es um die Rekuperation am Pass und darum gehen wir jetzt in die Auswertung der Daten aus dem Carscanner. Doch bevor es jetzt an die Auswertung geht, habe ich den Pass natürlich auch auf dem Rückweg in umgekehrter Richtung gemessen. Wir starten hier mit 87%. Genauer gesagt mit 61.700 Wattstunden im Akku bei 13 Grad Batterietemperatur. Und los geht's! Auf der Passhöhe sind wir bei 73% im Akku oder 52.250 Wattstunden. 17 Grad hat der Akku, 4 Grad hoch. Hier oben sind es aber jetzt nicht Minusgrade, sondern 11 Grad plus. Und ihr seht, wir sind 1000 Höhenmeter hochgefahren. Diesmal möchte ich euch auch die Verbrauchswerte nicht vorenthalten. Fast 40 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, wenn man so einen Pass hochfährt. Wir gucken uns den Wert aber nochmal an, wenn wir auf der anderen Seite runtergefahren sind. Zurück vom Pass, wieder am Parkplatz in Disentis Mustère, 76%. Oder 54.350 Wattstunden. Der Akku immer noch bei 17 Grad und wir sind wieder runter auf 1150 Meter. Schauen wir uns noch kurz jetzt den Durchschnittsverbrauch an. Seht ihr, der hat sich einfach mal halbiert. Klar sind 20,5 Kilowattstunden nicht wenig, aber das ist ein guter Wert, um über den Alpenpass zu kommen. Und wer weiß, vielleicht wird er ja mit dem Thermomanagement, mit ME 3.0 auch noch mal besser. Noch ein kleiner Tipp, wenn ihr über so einen Alpenpass runterfahrt. Ihr müsst, nachdem ihr aus einer Kehre oder Ähnlichem kommt, nicht unbedingt mit dem Beschleunigungspedal beschleunigen und dabei Strom verbrauchen. Schaltet doch einfach mal in Fahrstufe N und lasst die Masse und die Gravitation ihre Arbeit machen. Denn euer Enyaq wiegt ja über 2 Tonnen und kriegt ganz schnell wieder richtig Schwung. Das spart halt einfach auch noch ein bisschen ein. Und das Zweite ist, wenn ihr euch ans One-Pedal-Driving ranwagt und es noch nicht so richtig kennt, dann wird euch das auf dem Pass komisch vorkommen, dass ihr zum Bremsen vom Pedal gehen müsst. Weil ihr seid immer noch darauf programmiert, am rechten Fuß Bremse gleich Treten gleich Druck. Aber beim One-Pedal-Driven heißt es ja, Fuß runternehmen vom Beschleunigungspedal. Und das kann im Kopf einen kleinen Umsteller brauchen. Aber probiert es aus, es ist unglaublich angenehm, gerade bei Passfahrten. Und jetzt geht es definitiv zur Datenauswertung. Schauen wir uns als erstes die Fahrt Disentis nach Olivone an. Der Graph zeigt in grün den State of Charge, in gelb den Inhalt der Batterie, Wattstunden umgerechnet in Kilowattstunden und in blau die Leistung der elektrischen Maschine. Auf der Achse habt ihr einerseits dann den SOC in Prozent respektive die Kilowattleistung oder die Kilowattstunden und unten auf der horizontalen Achse findet ihr die Höhenmeter. Hier sehen wir vor allem das typische Muster eines Alpenpasses, was durch Serpentinen aus Abbremsen auf die Serpentinenkurve hin und sofortigem starken Beschleunigen durch die Steigung aus der Serpentine heraus resultiert. Diese Zickzack-Muster. Das sehen wir sowohl bei der Fahrt auf den Pass als auch der Fahrt nach unten. Und dann haben wir hier noch 3 auffällige Plateaus. Das erste, das ist einfach, wo ich in Disentis stehe und das Video aufnehme. Das zweite, sehr lange Plateau, vor dem auch diese starke Rekuperation liegt, das ist das Abbremsen und das Rausfahren auf der Passhöhe auf dem Parkplatz und das Filmen. Dann haben wir so einen kleinen Anstieg drin, das ist das Losfahren und dann wieder ein kleines Plateau. Dort ist der Pass so flach, dass ich weder rekuperiere, noch Leistung einsetzen muss, weil es halt trotzdem leicht bergab geht. Und dann folgt die eigentliche Bergabfahrt. In Summe habe ich 9,4 Kilowattstunden Energie gebraucht, um auf den Pass zu kommen und die 776 Höhenmeter zu überwinden.
Beim Runterfahren habe ich 3,3 Kilowattstunden rekuperiert über fast 1200, über knapp 1000 Höhenmeter. Das macht 35% Energierückgewinnung. Das ist ein super Wert. Aber man darf dabei nicht vergessen, beim Runterfahren habe ich 250 Höhenmeter mehr zur Verfügung gehabt. Und darum gucken wir uns jetzt auch mal die Fahrt in der anderen Richtung an. Hier sehen wir die Fahrt von Olivone nach Disentis. Die Achsen sind wieder identisch beschriftet. In der horizontalen habt ihr die Höhenmeter, in der vertikalen Kilowatt, Kilowattstunden oder Prozent SOC. Und was uns in diesem Graph auffällt, das ist bei der Leistung, hat es dreimal ein Plateau. Das erste Plateau, das sieht etwas atypisch auf, das ist ja mitten im Anstieg auf den Pass. Das ist eine Baustellenampel, wo ich anhalten musste und gewartet habe. Das zweite Plateau, das ist dann wieder die Passhöhe, die Pause zum Filmen. Dann sehen wir das typische Abfahrtsmuster mit starken Ausschlägen in der Rekuperation und natürlich auch wieder den Beschleunigern, das gleiche Zickzackmuster, wie man es immer auf einem Pass hat. Und zum Schluss ist es das Filmen in Disentis. Spannend hier zu sehen ist, dass ich für das Hochfahren fast exakt gleich viel Energie gebraucht habe, nämlich 9,45 Kilowattstunden, aber 250 Höhenmeter mehr gefahren bin. Und beim Runterfahren sieht man deutlich, da fehlen 250 Höhenmeter. Wir haben gerade einmal 2,1 Kilowattstunden rekuperiert. Und damit muss ich auch eine Aussage von mir korrigieren, die ich vorab gemacht habe, nämlich, dass die Abfahrt nach Olivone flacher ist als der Aufstieg von Disentis hoch zum Pass. Es scheint tatsächlich eher umgekehrt der Fall zu sein. Resultat hier nur 22% Energierückgewinnung. Aber 22% ist auch besser als 0. Wenn man das jetzt zusammennimmt, die beiden Fahrten kombiniert, dann kommen wir irgendwo auf 29–30% der eingesetzten Energie, um auf die Passhöhe zu kommen, die ich zurückgewonnen habe. Und das ist super. Das ist die Energie, die sonst einfach über Bremsen in Wärme umgewandelt wird und für euch nicht mehr zur Verfügung steht. Und das kann man sicher noch optimieren. Dafür muss man das Auto noch ein bisschen besser kennenlernen. Dafür muss man den Pass wirklich gut kennen, wissen, wann man wie beschleunigt. Man könnte ja viel sanfter beschleunigen oder öfter einfach auch die Masse des Autos wirken lassen. Und natürlich auch nochmal das Rekuperieren optimieren. Ja, ganz schön spannend, was Rekuperation in einem Elektroauto bewirken kann, nicht wahr? Insbesondere, wenn man es mal auf einem Alpenpass austestet, wo man entsprechend viele Höhenmeter zur Verfügung hat. Hat dich das Ergebnis überrascht auf die eine oder andere Art und Weise? Schreib es mir unten in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen nach oben da oder noch besser gleich ein Abo. Ein Abo kostet dich nichts und ist für mich trotzdem ein Ausdruck von ganz viel Wertschätzung. Und was in den neuesten Videos aber auch rückwirkend gilt, ich habe die Werbung eingeschränkt. Ich möchte einfach nicht, dass ihr so viel Werbung seht, weil mich nervt das auch auf YouTube. Darum gibt es in keinem Video mehr die sogenannten Midrolls, das heißt Werbung während des Videos. Und auch keine Overlays mehr, diese Banner-Einblendung unten. Und auch keine falschen Infokarten da oben, die nicht zu Videos führen, die ich bewusst hineingetan habe. Klar schränkt das ein bisschen meine Einnahmen ein, aber hey, für den Komfort ist es mir das wert. Und falls du mich wirklich unterstützen willst, dann tu das nicht, dass ich dich zwinge, Werbung zu schauen, sondern dann kannst du mir gerne eine kleine Spende über PayPal zukommen lassen. Link ist auch dort unten. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video und bis dahin bleib energiegeladen.